Du bist meine letzte Hoffnung. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Ich bin dir ja so dankbar. Hey, du musst echt versuchen, das langsam zu vergessen. Das kann ich aber nicht. Jedenfalls nicht, solange ich nicht weiß, wer es war. Tja, dann müssen wir das eben rausfinden. Ich könnte ja mal ins Schwimmbad fahren und fragen, ob da jemand diese Prototypen kennt. Das ist also die geheimnisvolle Folterkammer, in der Frau Ruprecht den Kindern wer weiß was antut. Jedenfalls war sie das bis gestern. Vielleicht in ihrer Fantasie. Bitte, Herr Pasek, Sie müssen mir glauben. Gestern sah es hier noch ganz anders aus, ich schwör's Ihnen. Hier stand eine Tafel mit dem Satz, ich muss gehorsam sein. Hier stand ein Stuhl und hier stand ein Bett mit Stricken dran. Und das soll sich wohl alles über Nacht gelöst haben. Sie waren es. Sie haben die Sachen über Nacht verschwinden lassen. Machen Sie sich doch nicht lächerlich, Sie sind ja verrückt. Wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie doch die Kinder. Als ob die nicht schon genug mitgemacht hätten. Es ist die Wahrheit. Jetzt hören Sie bitte endlich auf, Frau Ruprecht zu beleidigen. Aber Kein Aber. Da es hier ohnehin nichts zu sehen gibt, setzen wir die Unterredung draußen fort, wenn es Ihnen recht ist. Ja, bitte nach. Dennis hat recht. Die Tatsache, dass er bei der Funbad-Party war, beweist noch gar nichts. Aber warum hat er dann nicht direkt zugegeben, dass er da war? Ja, vielleicht hat er gedacht, dass es dich nichts angeht, wo er sich rumtreibt. Und vielleicht wollte er sich von Anfang an direkt aus dem Kreis der Verdächtigen ausschließen. Eben. Ja, und außer Dennis kommt noch dieser Proll von der Kasse in Frage. Schließlich war er ganz schön sauer auf dich. Und er ist kurz vor dem Unfall von Dem Mordversuch. Wie auch immer. Jedenfalls ist er kurz vorher von der Bar weggegangen. Allein. Er könnte es also auch gewesen sein. Ja, schon. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es Dennis war. Tja, meins eigentlich auch. Nur wie beweisen wir es ihm? Und du bist sicher, dass du Clarissa erschossen hast? Ja. Die beste Freundin. Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, ich wäre an deiner Stelle. Ich bin auch total gerädert. Ich glaube, ich würde mir mein Leben lang Vorwürfe machen. Was glaubst du, was ich seitdem tue? Das kann ich gut verstehen. Trotzdem solltest du versuchen, es als das zu akzeptieren, was es war. Eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ja, erklär das mal der Polizei. Früher oder später wird man eine groß angelegte Fahndung nach mir einleiten. Ich darf gar nicht daran denken. Ach, jetzt wart doch erst mal ab. Keiner weiß, dass du hier bist. Oder hat dich einer der Dienstboten gesehen? Frau von Langstetten, das Frühstück. Ich komm schon. Danke, es geht schon. Danke, bitte. Sag mal, die Polizei, wie ist die eigentlich auf deine Spur gekommen? Ach, sie haben bei Jean-Claude, dem Bodyguard, den ich engagiert hatte, das Entführungsvideo gefunden. Daraufhin hat er gestanden. Wie, und der hat dir alles in die Schuhe geschoben? Hat erzählt, wie es wirklich war. Das reicht ja schon, um mich bis zu meinem Lebensende einzusperren. Obwohl ich immer noch davon überzeugt bin, dass er damals den Schusswechsel provoziert hat. Ja? Ich glaube sogar, dass es zu deren Plan gehörte, dass ich Clarissa aus dem Weg räumen soll. Kannst du das beweisen? Säße ich dann hier? Wohl kaum. Und was ist mit Arno oder Jeschke? Können die nicht zu deinen Gunsten aussagen? Jeschke glaubt ja immer noch, dass Clarissa entführt ist und Arno war nicht dabei, als es passierte. Tja, wenn's dicke kommt, dann auch gleich richtig, hm? Du sagst es. Was ich aber nicht verstehe ist, warum hast du Christoph glauben machen wollen, dass Clarissa zum Scheidungstermin erscheint? Weil ich Angst hatte, dass er etwas merkt, habe ich Clarissas Unterschrift auf der Einverständniserklärung gefälscht. Und wozu wolltest du den Scheck von Christoph? Um die Löcher zu stopfen, die durch die Zahlung des Lösegelds entstanden sind. Zunächst jedenfalls. Danach wollte ich meine Flucht finanzieren. Wie gesagt, schon in dem Moment, als Frau Podzeski die Vorwürfe gegen Sie erhob, war mir klar, dass sie vollkommen unbegründet sein müssen.
Dennoch muss ich natürlich diesen Anschuldigungen nachgehen. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Selbstverständlich. Schließlich haben Sie nur Ihre Pflicht getan. In Ihrem Fall jedoch sehr ungern. Das können Sie mir glauben. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Sie können nicht einfach vollkommen haltlose Beschuldigungen in die Welt setzen. Aber ich habe doch mit eigenen Augen gesehen, dass der Keller samt Utensilien existiert. Jetzt habe ich aber langsam genug von Ihren Geschichten. Sie haben doch selbst gesehen, dass der Raum leer ist. Also, warum verdächtigen Sie dann Frau Ruprecht immer noch? Ich weiß, was ich gesehen habe. Und ich glaube den Kindern. Alex und Holger hatten panische Angst. Sowas können die beiden unmöglich erfunden haben. Ja, aber Sie haben ja keine Ahnung, was die kleinen Pappenheimer alles anstellen können. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen. Ach, lassen wir das. Sie sind jung. Sie müssen Ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Aber bitte nicht auf Kosten meiner Mitarbeiter. Ich hoffe, Sie sehen das ein. Natürlich. Gut. Dann möchte ich es dieses Mal noch bei einer Abmahnung belassen. Sie wollen Frau Prozeski nicht entlassen? Ich behalte mir diesen Schritt für den nächsten Fehltritt vor. Bin mir allerdings sicher, dass es kein nächstes Mal geben wird, oder? Bestimmt nicht. Gut. Sie hören es selbst. Und wenn Frau Prozeski sich jetzt noch bei Ihnen entschuldigt, dann können wir diesen dummen Zwischenfall endgültig zu den Akten legen. Entschuldigung. Schon gut. Schließlich war ich auch einmal jung. Obwohl ich mir in meiner Probezeit einen solchen Schnitzer nicht erlaubt hätte. Aber das waren ja auch noch andere Zeiten, nicht wahr? Oh ja, da haben Sie recht. Wegen meiner kleinen Notlüge. Du bist mir doch nicht böse. Ach was, ich hätte vermutlich dasselbe getan. Das heißt, ich hätte versucht, ein bisschen mehr als 1 Million rauszuschlagen. Aber die würdest du mir doch geben, oder? Kommt drauf an, was du damit vorhast. Na, was wohl? Ich will mir im Ausland eine neue Existenz aufbauen. Dir ist es also tatsächlich ernst. Ich muss diesen Albtraum hinter mich bringen. Ich mache irgendwo eine kleine Galerie auf und verkaufe einheimische Kunst an Touristen. Ja, und was wird aus deiner Düsseldorfer Galerie? Die wird abgewickelt. Du willst einen Teil deines Lebens einfach so aufgeben. Von wollen kann keine Rede sein. Mensch, nimm dir doch einen guten Anwalt. Der paukt dich doch im Handumdrehen da Das raus. ist mir viel zu risikoreich. Nein, nein, für mich gibt's nur noch eins, ich muss weg. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, vielleicht ist das wirklich die beste Lösung. Heißt das, du hilfst mir? Ja. Oder glaubst du, ich möchte, dass eine Unschuldige eingesperrt wird? Na, siehst du. Danke. Wenn wir Dennis jetzt bei der Polizei anzeigen, was meinst du wohl, was die Polizei dazu sagen wird? Keine Ahnung. Sie wird nach Beweisen fragen, nach Zeugen, die gesehen haben, dass dich Dennis untergetaucht hat. Die gibt es doch wie Sand am Meer. Man muss sie nur finden. Ja, dazu hat aber die Polizei erfahrungsgemäß keine Zeit. Also wird sie die ganze Sache als Bagatelle abtun. Na, hör mal, ich wäre fast draufgegangen. Bist du aber nicht. Und so hart das auch klingt, aber die Tatsache, dass du noch lebst und dir nichts passiert ist, wird eine Untersuchung verhindern. Was? Ja, aber das ist total unfair. Unfair oder nicht? Das ist ein Teil unseres Rechtssystems, unschuldige Menschen vor willkürlichen Verfahren zu schützen. Aber Dennis ist schuldig. Und das musst du beweisen. Sie können sich bestimmt denken, weshalb ich anrufe. Genau. Ich möchte noch mal Ihre Dienste in Anspruch nehmen. Einen Moment, ja? Hören Sie? Ja, das erfahren Sie dann. Jetzt beruhig dich doch erstmal. Na, du hast gut reden. Schließlich weiß ich, was ich gesehen habe. Auch wenn es die Ruprecht irgendwie geschafft hat, alle Spuren zu beseitigen. Ich hab dir doch gesagt, dass du warten sollst, bevor du was unternimmst. Jetzt hast du nichts gegen sie in der Hand. Irrtum. Du hast die Kinder vergessen. Wenn sie gegen die Ruprecht aussagen, dann... Wird man ihnen nicht glauben, weil alle Welt denkt, dass sie fantasiert haben. Aber sie sagen die Wahrheit. Das spüre ich. Dein Gefühl allein reicht aber nicht aus. Du brauchst handfeste Beweise. Ich weiß. Also, vergiss den Zwischenfall und mach deinen Job. Irgendwann wirst du schon noch mal... Nein, ich muss jetzt eine Möglichkeit finden, die Kinder vor der Ruprecht zu schützen. Das bin ich ihnen schuldig. Und dein Job? Oder hast du schon vergessen, was Kosek dir gesagt hat? Noch eine Verdächtigung und du fliegst raus. Na und? Hauptsache, den Kindern wird geholfen. Indem du auf der Straße landest und die Ruprecht ungestört weitermachen kann? Glaub mir, du hilfst dir und den Kindern am meisten, wenn du jetzt einfach das tust, was man von dir erwartet.
Vermutlich hast du recht. Es sei denn, Es sei denn was? ich wende mich an jemanden, der dem Heimleiter praktisch vorgesetzt ist. Und wer soll das sein? Jemandem, dem es nicht egal ist, was in seinem Namen passiert. Na, der Stifter des Heims zum Beispiel. Dieser von Deinburg-Thalberg. Komm. Ich krieg heute nichts runter. Aber warum denn nicht? Also wenn ich mir vorstelle, Dennis hätte mich fast ertränkt und ich könnte nichts gegen ihn unternehmen. Ich glaube, ich würde vor Wut platzen. Wie sagte mein alter Juraprofessor, Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei Schuhe. Ja, mit anderen Worten, Dennis kommt ungeschoren davon. Und was ist, wenn ich Anzeige gegen Unbekannt erstatte? Wieso das denn? Wir wissen doch, dass es Dennis war. Ja, aber ich kann ihm nichts beweisen. Ja, und daran ändert auch eine Anzeige gegen Unbekannt nichts. Das weiß ich ja. Aber wenn ich zur Polizei gehe und sage, dass mir so ein Typ das Licht ausblasen wollte. Und woher willst du wissen, dass es ein Mann war? Es kann doch genauso gut eine Frau gewesen sein. Eine junge, kräftige Dame. Genau das soll die Polizei herausfinden. Und dann werden sie automatisch auf Dennis kommen. Falls sie jemanden finden, der bezeugen kann, dass dich jemand untergetaucht hat. Und wenn ich einfach sage, dass ich was gesehen habe? Vielleicht wird Dennis ja nervös und gibt alles zu. Das ist gut gemeint, aber so eine Falschaussage, das ist so eine Sache. Erstens machst du dich strafbar und zweitens untergräbt es Kathis Glaubwürdigkeit. Dann war das also doch keine so gute Idee. Mein Gott, dass wir aber auch niemanden kennen, der was gesehen hat. Es ist echt wie verhext. Du kannst nur von Glück sagen, dass der Typ da war und gesehen hat, wie du leblos im Wasser triebst. Natürlich. Was? Ja, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Worauf? Mein Lebensretter, der mich aus dem Wasser gezogen hat. Vielleicht hat der was gesehen. Das könnte natürlich gut sein. Also? Worauf wartest du? Ruf ihn an. Das geht nicht. Ich kenne weder seinen Namen noch seine Adresse. Trotzdem musst du was essen. Nein! Bis dein Spätdienst anfängt, hast du noch jede Menge Zeit. Und außerdem habe ich dir doch versprochen, dass ich dich zum Heim fahre. Ich weiß. Ja, dann verstehe ich nicht, warum du dauernd auf deine Uhr schaust. Ich will rausfinden, wie ich diesen von Deinburg erreichen kann. Dazu muss ich allerdings irgendwie ins Büro kommen. Du willst dich in dieser Sache also wirklich an den Stifter wenden. Ja, Aber ich dachte, wir waren uns einig, dass du keine weiteren Schritte mehr unternimmst. das war dein Standpunkt. Du hast aber nicht widersprochen. Ich habe aber auch nicht Ja gesagt. Oh, Jessica, das sind doch Haarspaltereien. Was ist, wenn man dich dabei erwischt, wie du unerlaubt in den Unterlagen rumwühlst? Ich verspreche dir, vorsichtig zu sein. Außerdem, was heißt dir eigentlich unerlaubt? Schließlich arbeite ich indirekt für diesen Herrn. Da werde ich ja wohl mal mit ihm reden dürfen. Aber doch nicht hinterm Rücken deines Vorgesetzten. Es ist schließlich im Interesse seines Heims. Oh, Jessica, bitte. Wenn Kossig Druck von oben bekommt, dann wird er ziemlich sauer auf dich sein. Kann schon sein. Ja, und trotzdem willst du die Sache durchziehen. Ich bin es den Kindern schuldig. Ach, Unsinn. Das Einzige, was du ihnen schuldig bist, ist dafür zu sorgen, dass du nicht entlassen wirst. Und wenn? Als Außenstehende brauche ich wenigstens keine falsche Rücksicht mehr zu nehmen. Okay. Was ist, wenn der Stifter schon längst tot ist? Für einen Toten macht er aber einen recht lebendigen Eindruck, als ich ihn vorgestern gesehen habe. Du hast ihn... Wo und wann war das? In Omas Zeitung. Er war auf irgend so einem Empfang in England. Du weißt schon, mit so ganz vielen Von und Zus. Und woher willst du wissen, dass er das war? Weil sein Name unter dem Bild stand. Maximilian von Deinburg-Thalberg. Thalbach. Du kennst ihn? Ich habe schon mal ein Bild von ihm in irgendeiner Klatschzeitung gesehen. Aber wieso sagst du dann, er wäre tot? Hier, damit wirst du erst mal eine Weile auskommen. 1 Million. Wenn du mir jetzt bitte den Empfang quittieren würdest. Ja, natürlich. Nur zu deiner Information, das Geld ist offiziell ein Darlehen, das ich Lini Clarisse gewähre. Naja, ich bin Geschäftsfrau, nicht die Wohlfahrt. Und bei der Summe brauche ich Sicherheiten. Du wirst mir das Geld ja nicht so bald zurückzahlen können. Ja. Aber mit der Vollmacht garantierst du mir, dass ich es irgendwann aus Clarissas Firma wiederbekomme. Aber Clarissa ist tot. Ja, ich dachte da auch eher an ihre Erben.
Und denen gegenüber brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben. Die kriegen auch so genug. Hast du alles? Ja. Ins Schlafzimmer. In das Bett. Und ruhig bleiben. Ja, bitte? Ach, die Herren von der Polizei. Wen wollen Sie denn heute verhaften? Immer noch Frau Schneider. Das heißt, Sie sind tatsächlich entwischt. Dank Ihrer Hilfe, ja. Können Sie diese Aussage auch meinem Anwalt gegenüber wiederholen? Na also, kommen Sie zur Sache, ja? Wissen Sie, wo Frau Schneider sich aufhält? Nein, sonst noch was? Gut, dann entschuldigen Sie mich jetzt. Wir werden es auch ohne Ihre Hilfe herausfinden. Deshalb suchen wir Sie per internationalem Haftbefehl. Warum willst du partout nicht, dass ich zu diesem Stifter gehe? Ich will, dass sie Ruprecht entlassen wird. Ich muss es wenigstens versuchen. Du kannst da nichts ausrichten. Du auf keinen Fall. Der Schuss geht nach hinten los, ganz bestimmt. Also wenn, dann müsste das jemand anders machen. Und wer sollte das sein? Ja, keine Ahnung, aber du auf keinen Fall. Da könntest du recht haben. Na also. Du gehst. Ich? Ja, was soll ich denn sagen? Na alles. Ja, und wenn er mich fragt, wo ich das weiß? Gibst du dich einfach als Journalist aus. So kommst du auch bestimmt an ihn ran. Ich weiß nicht. Bitte, Alexander. Du bist der Einzige, der mir helfen kann. Also gut, ich mach's. Danke. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du selber nichts mehr unternimmst. Versprochen. Ich glaube, wir müssen so langsam mal los. Wohin denn? Heute Abend findet doch die Vorbesprechung zu unserem Sozialkundeprojekt statt. Ach Gott, lass mich bloß damit in Ruhe. Ich habe wirklich Besseres zu tun, als mit ein paar Prolls da irgendeinen Radiobeitrag über die Probleme von irgendwelchen Jugendlichen zu machen. Sag mal, wo bleibt der bitte? Der kommt schon noch. Verstehe. Du willst also lieber gleich ins Fernsehen. Doch nicht mit diesen Idioten. Bevor du jetzt ganz diesem Projekt verfällst, kannst du mir lieber noch sagen, wie ich den Typen aus dem Schwimmbad finden kann. Warum machst du nicht einfach einen Aushang, wie Bastian es vorgeschlagen hat? Weil ich nicht weiß, ob das was bringt. Oder du startest eine Suchmeldung in der Zeitung oder im Radio. Hat ja schon mal geklappt. Witzig. Bist du ja endlich. Mann, was ist denn los? Ja. Zu spät? Ja, noch eine Minute. Tim wäre glatt verhungert. Also, du kommst klar? Ich komm klar. Okay. Tschüss. Kannst du nicht aufpassen? Ach, Entschuldigung, aber wir haben es wirklich eilig. Ja, er hat Hunger. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie du an den Typen rankommst, der dich aus dem Schwimmbad gezogen hat. Ein Alt bitte. Sag mal, das ist doch der Idiot aus dem Schwimmbad. Und der gehört zu der Gruppe, mit der dein Retter da war. Echt? Ja, Hallo, du kannst mich jetzt nicht alleine lassen. klar, ich muss los. Viel Glück. Danke, kann ich brauchen. Tschüss. Tschüss. Nicht auszudenken. Wenn ich 2 Minuten früher gegangen wäre, ich wäre der Polizei direkt in die Arme gelaufen. Ja, und wenn du noch früher gegangen wärst, hätte man dich am Flughafen verhaftet oder im Ausland. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Gute Frage. Also ich glaube, im Augenblick bist du nirgendwo so sicher wie hier. Aber ich kann mich doch nicht ewig hier verstecken. Stimmt. Also das Beste wäre, du würdest dein Äußeres total verändern. Ich kenne da einen hervorragenden Gesichtschirurgen. Keine Sorge, der Mann versteht seinen Job. Der macht dich glatt 10 Jahre jünger. Allerdings ist er nicht ganz billig. Das ist ja kein Problem. Ich habe ja jetzt 1 Million in bar. Ja, noch. Na, überleg doch mal. Mein Wunderdoktor verlangt mindestens 200.000. Für das Risiko, das er eingeht, ist das ein Klacks. So gesehen. Dann brauchst du falsche Papiere, Leute, die dich außer Landes bringen. Und dort willst du sicher auch nicht von der Hand in den Mund leben. Eigentlich nicht. Also brauchst du mehr als das da. Aber wie beschaffen? Von Clarissa. Du hast ihre Vollmacht schon vergessen. Ja, aber wie kann ich Geschäfte machen oder Geld aus ihren Firmen ziehen, wenn ich von der Polizei gesucht werde? Du brauchst nur zu unterschreiben und den Rest erledige ich. Die Sache hat nur einen Haken. Welchen? Wie kann ich Verträge unterschreiben, obwohl ich offiziell im Ausland bin? Wozu gibt's die gute alte Post? Und dieser Arzt ist wirklich so gut, wie du sagst? Tschüss, Alexander. Tschüss.
los. Aber Sie sehen doch, dass er Angst hat. Was ist denn passiert? Ich habe heimlich Fernsehen geguckt. Und Frau Ruprecht? Was? Wollte sie dich einsperren? In den Hexenkäfig? Jetzt hören Sie doch endlich mit diesem Unsinn auf. Weißt du? Wollte sie dir wehtun? Sie sehen ja, er weiß gar nicht, wovon Sie reden. Oder er hat einfach Angst, in ihrer Gegenwart die Wahrheit zu sagen. Jetzt reicht's mir aber. Das muss ich mir nicht länger bieten lassen. Aber diesmal werde ich dafür sorgen, dass Sie fristlos entlassen werden. Keine Angst. Sie wird dir nicht wehtun. Hey, habt ihr mal eine Kippe? Hey, du. Hast du vielleicht eine? Was? Eine Kippe? Nee, ich hab keine. Scheiß Service. Entschuldige, ich habe kein Kleingeld für einen Automaten. Bekomme ich eine? Hier, kannst die 2 haben. Danke. Hey, Danke. ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Wir haben uns im Schwimmbad getroffen. Und? Was willst du? Ja, vielleicht hast du ja mitgekriegt, dass ich fast ertrunken wäre. Ich war zur Zeit auf dem Klo, als es passiert ist. Wenn es das ist, was du wissen willst. Eigentlich wollte ich dich nur nach der Adresse von dem Typen fragen, der mich aus dem Wasser gezogen hat. Keine Ahnung, wen du meinst. Na, der ist eure Gruppe, euer Leiter, Aufpasser. Ich brauche kein Kindermädchen. Die Schwester hier zahlt für mich. Ja, okay. Ja, bitte? Herr von Leinburg-Talbach. Guten Abend. Guten Abend. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja, danke. Was ich zu sagen habe, dauert eigentlich nicht lange. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Frau Ruprecht. Ich vermute, sie war gerade bei Ihnen? Allerdings. Und sollte sich herausstellen, dass Frau Prozeski immer noch ihre Vorwürfe gegen Frau Ruprecht erhebt, ja, dann sehe ich mich leider gezwungen, das Dienstverhältnis zu beenden. Und wenn Frau Prozeski recht hätte? Dann müsste ich Frau Ruprecht entlassen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine so zuverlässige und liebenswerte Kollegin wie Sie zu so etwas fähig ist. Mit anderen Worten, Frau Prozeski lügt. Das wiederum kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann lügen also die Kinder. Sieht fast so aus. Und wenn ich Ihnen jetzt erzählen würde, wie ich mit eigenen Augen gesehen habe, dass sowohl der kleine Alex als auch ein anderer Junge panische Angst vor Frau Ruprecht haben. Also ein Verdachtsmoment. Aber noch lange kein Beweis. Aber es würde reichen, um eine Untersuchung zu rechtfertigen. Ja, schon. Ich spreche übrigens auch im Namen meines Vaters, dem sehr an der Klärung des Falles gelegen ist. Zahlen mit. Alles zusammen. Muss ich wohl. Oh, ein Glück, du bist noch da. Na, die Probleme der Jugend gelöst? Ach, das nicht. Aber dein Problem wird sich gleich gelöst haben. Rate mal, wer kommt. Oh, eine Sekunde. Ach, Jackie, was soll denn das?